Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Ja, die erste Januarwoche ist gelaufen, wie das Leben in Finnland so ist, was ich hier erlebt habe und was mich so umtreibt, erzähle ich in diesem Video. Wenn dich Finnland interessiert und wie das Leben hier ist, bleib dran. Bis gleich. Ja, ihr seht schon an der Umwelt, es ist Januar, die Sonne kommt wieder raus. Wir hatten jetzt eine extrem kalte Woche hinter uns. Also morgens so losgefahren, irgendwas gegen 5 Uhr bei minus 23, minus 25 und so weiter. Ne? Heute haben wir friedliche minus 18 Grad. Das fühlt sich schon nicht mehr so schmerzhaft an. Es wird jetzt nicht richtig warm, aber die extreme Kälte ist wohl in der nächsten Woche nicht mehr so präsent. Wochenende bleibt es noch kalt und was wir da so anstellen, mal sehen. Ja, die erste Woche bei klirrender Kälte in Finnland überstanden. Ja, was heißt das für uns, ne? Ich meine, ich habe ja schon mal im letzten Video erzählt, dass wir ein bisschen mehr aufs Land gezogen sind, in Südkarelien und in einem alten Holzhaus wohnen. Und das hat natürlich Auswirkungen, ne? Natürlich, wenn du es warm haben willst, musst du die Öfen heizen. Ansonsten gibt es alternativ noch so ein paar Elektroheizungen, aber nicht überall, nicht in jedem Raum. Und die Elektroheizungen sind natürlich nicht so stark. Außerdem kostet das eine Menge Geld. Also Holzhacken, Ofen heizen, angesagt. Ja Leute, dazu habe ich auch im letzten Video oder im vorletzten schon mal was gesagt. Aber es ist eben so, dass es ungemütlich sein kann. Ne? Du bist halt nicht ständig in warmen Räumen. Wenn du von einem geheizten Raum in den Flur gehst oder zur Dusche oder irgendwas, na, da gibt es Temperaturunterschiede. Ne? Es kann schon mal sein, dass es in einem Flur nur 12 Grad hat oder im Keller, wo die Dusche und die Sauna ist, dass es da eben nur 5 Grad ist. Und ich glaube, das ist nicht jedermanns Sache, bei 5 Grad gemütlich zu duschen. Ja, also das ist aber auch einfach eine Gewöhnungssache. Ich selber war zum Anfang sehr empfindlich, aber jetzt hier nach den paar Jahren und da gewöhnt man sich dann irgendwie dran. Guck mal Leute, die Sonne scheint hier. Scheint mir heute Morgen ins Gesicht. Herrlich. So kann's bleiben, ne? Guckt euch das an, Leute. Ja, Leben in Finnland bedeutet auch, du musst das ja alles irgendwie finanziell machen können. Das heißt, du brauchst ein Einkommen. Entweder, und da gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Entweder du gehst hier arbeiten und bist angestellt und sozialversichert, oder du machst das eben so wie viele Nomaden in anderen oder auch wärmeren Ländern, verdienst dein Geld einfach online. Und auch das ist mit Hilfe von KI heute nicht mehr das Problem. YouTube, weiß ich nicht, wird man wahrscheinlich nicht reich, jedenfalls nicht mit Vlogs über Leben in Finnland. Aber natürlich ist es ein Anfang. Man kann sich im Laufe der Zeit immer so
Einkommensquellen aufbauen und wenn man da ein bisschen dran bleibt, entwickelt man sich selbst auch weiter. Gut ist natürlich, wenn man angestellt ist und auch noch die Zeit hat für seine eigenen Projekte. Das scheint mir so eine der besten Mischungen zu sein. Ja, ansonsten, was treibt mich um? Ja, manchmal überlege ich schon. Und natürlich reizt mich das auch, ein paar Monate wieder nach Deutschland zu gehen. Alleine, ja, die Nähe zur Ostsee zu haben, mal wieder ein bisschen im bekannten Umfeld bei Freunden und Familie zu sein. Aber ansonsten reizt mich natürlich nichts jetzt wieder in Deutschland zu leben zu wollen. Ne? Und meiner Meinung nach muss es doch auch eine Möglichkeit geben, zwischen den Welten zu wandern und ein paar Monate in Deutschland zu leben, ein paar Monate in Finnland, so seine Base in Finnland zu behalten und ja, Reisen nach Deutschland zu unternehmen, ab und zu mal ein Projekt da zu machen, was zu arbeiten oder so. Ja, und die Freiheit ist natürlich das Kostbarste, was man irgendwie im Leben haben kann. Ne? Was nützt dir das, wenn du irgendwohin auswanderst und da genauso im Hamsterrad festhängst? Natürlich ist das erstmal reizvoll in einer anderen Umgebung und es ist auch reizvoll in Finnland. Ich meine, guckt euch die Natur an, Leute. Wo hast du denn so durchgehend wirklich so schönes, kaltes Wetter? Ach, minus 20 Grad. Ja, das ist einfach klasse. So, aber das sind so die Gedanken, die mich derzeit hier umtreiben. Wie schaffst du das? Arbeitstechnisch, künstlerisch oder freischaffender, was weiß ich auch immer. Wie kann man es schaffen, einfach sich frei zwischen den Ländern zu bewegen? In Deutschland ist natürlich, ja, Deutschland ist mein Geburtsland. Meine Familie wohnt dort, viele Freunde habe ich da und 4 Wochen Urlaub im Jahr, wenn man sie denn überhaupt in Anspruch nehmen kann, reichen dafür natürlich einfach nicht aus und das ist mir zu wenig. Ich bastel jetzt in diesem Jahr an einer Möglichkeit, genau das zu ändern und wie das funktioniert, ja, da werde ich euch auf dem Laufenden halten. Ach, werden wir mal sehen, was sich so ergibt, was man machen kann und mit welchen Mitteln man am besten finanziell durchkommt, am besten krankenversichert ist und seine Sozialleistung irgendwie abgibt. Und ja, dann kommt auch noch der steuerliche Aspekt. All das ist sehr interessant. Da werde ich mich jetzt mal nach Hause begeben und ein bisschen am PC recherchieren. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, ich mache jetzt erstmal meine Runde hier durch den Wald weiter. Morgenspaziergang angesagt. Ich habe schon mit der Drohne heute Morgen den Sonnenaufgang gefilmt. War ein bisschen früh, aber es sind auch schöne Bilder geworden. Und ja, ich dachte es immer gar nicht, ne? Welche Drohne benutzt du denn eigentlich in Finnland? Ja, heute Morgen minus 20, minus 19, sowas. Und das Ding muss natürlich irgendwie funktionieren. Ne? Und ja, welche ich da benutze, habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und DJI gibt natürlich den Hinweis, dass alles bis minus 10 Grad bei diesem Modell gerade gut funktioniert. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, das funktioniert auch bei minus 23 noch. Es hat natürlich andere Flugeigenschaften, ist nicht ganz so agil, bisschen empfindlicher und du musst auch damit mal rechnen, dass die Verbindung abbricht oder du das Ding eben doch versenkst. Das ist dann eben das Risiko, wenn man außerhalb der Empfehlungen da mit der Drohne unterwegs ist. Ne? Ansonsten immer schön die Regeln beachten, niemanden gefährden oder verletzen. Und ich zeige euch jetzt hier erst einmal noch das schöne Finnland, die vollgeschneiten Wälder, die frostigen, zugefrorenen Seen und diese wunderschöne Sonne im Januar. Yeah!
Ja, Leute, habe mich jetzt mal wieder ins Auto begeben. Das Drohnenakku habe ich hier nochmal angeschlossen, lädt gerade wieder auf, weil bei dieser schönen Sonne, denke ich mal, können wir noch eine Runde drehen. Ja, die Mindesttemperaturen, die fressen ein bisschen an der Funktion der Drohne natürlich. Ja, weil du ja natürlich für dieses Modell dein Handy benutzen musst, das heißt Touchscreen. Da gibt es auch tolle Handschuhe, die das alles können. Da habe ich aber die Erfahrung gemacht, das ist nicht zart genug, um da das richtig bedienen zu können. Ne? Mit dicken Handschuhen da auf dem kleinen Display in den Einstellungen rumzutatschen, das bringt es einfach nicht. Also mache ich immer so kurze Wellen und zwischendurch eben mal Handschuh aus. Das schafft man dann immer mal wieder so ein paar Minuten, 10 Minuten, Viertelstunde kannst du es ganz gut machen. Ansonsten, wenn sie dann die richtige Flughöhe, die Bahn erreicht hat und du musst dann nur noch die Hebel bedienen, ziehe ich die Handschuhe wieder an. Ja, so mache ich das mit der Drohne. Ne?
Ja, was noch so los war in dieser Woche. Montag frei natürlich, klar. Und so, aber dann Januar ist für mich immer der Monat, wo ich mit dem Auto zum TÜV muss. Und viele von euch wissen das. In Finnland ist jährlich TÜV angesagt. Und ich hatte schon ein bisschen Bedenken, weil die Bremsen immer gequietscht haben. So, wenn man irgendwo auf dem Hof gefahren ist oder ja, und auch der Unterboden scheint mir ein bisschen, ja, so in Finnland rosten die Autos halt sehr viel und sehr schnell. Aufgrund der Witterungsverhältnisse, klar. Und ich habe auch extreme Roststellen unterm Auto an der Seite. Und ich weiß nicht, der Fußboden kommt mir auch nicht ganz sicher vor. Also auf der Fahrerseite. Und dann habe ich gedacht, okay, in Deutschland würdest du jetzt vorher einen Check machen, alles Mögliche da checken und irgendwie vorher in die Werkstatt. Ich bin jetzt einfach da mal hingefahren. In Finnland kannst du ja Drive-In benutzen ohne Termin. Du kannst Online-Termin machen, das ist dann ein bisschen günstiger, aber ich mache das immer gerne so, wie ich gerade drauf bin und wenn gerade keine Kontrollleuchte an ist. Ne? Also aufgrund der Witterungsverhältnisse hier bei minus 23 kann schon mal sein, das Scheibenwasser leuchtet, hier das Wasser ist leer oder so, obwohl das natürlich gar nicht so ist. Da ist der Sensor dann eingefroren oder sowas. Naja, und dann habe ich das einfach eine Stunde in der Parkgarage gehabt, irgendwo im Einkaufszentrum, dass das Ding ein bisschen abtaut. Und ging dann auch. Und ja, ein Stück Autobahn gefahren und wieder zurück, weil die Emissionswerte werden ja auch gemessen. Und wenn der so kalt ist, der Motor, dann haut der natürlich auch mehr Schadstoffe raus. Also auch das Ding schön nochmal auf der Autobahn Gas geben. Und dann zum TÜV-Mager hin. Da Drive-In, Tür geht auf. Und ja, 10 Minuten eiert er da durch. Und ich hatte da so viele Bedenken. Und nö, das Einzige, was er festgestellt hat, der Motor drückt da wohl irgendwo mal so einen halben Tropfen Öl raus. Aber kritisch kann das nicht sein. Ich habe es ja nicht bemerkt. Unterm Auto sind keine Tropfen. Und so, aber das Kuriose dabei ist, er hat trotzdem TÜV gekriegt. Ne? Dann schreibt er auf, das ist zu reparieren bis zum 5.2., also in einem Monat. Und es gibt aber keine Instanz, die das kontrolliert. Ne? Da setzen die voll auf Vertrauen. Und natürlich bin ich zur nächsten Werkstatt gefahren, um das Ganze abchecken zu lassen. Habe nächste Woche einen Termin. Aber in Deutschland müsstest du sicherlich mit so einem Mangel dann nochmal vorstellig werden. Und ja, das ist hier irgendwie ein bisschen easier, ne? Habe ich festgestellt. So, dann sagt er zu mir vorne rechts, die Bremsbeläge sind schon ein bisschen dünn. Die Messung hat ergeben, dass es noch okay ist. So, aber ansonsten meint er, kannst du bald mal machen lassen. Stand aber auch nicht im Bericht. So, ja, so läuft es hier, ne? Ja, ich habe jetzt wieder für ein Jahr TÜV. Fahre nächste Woche dann nochmal in die Werkstatt. Aber wie gesagt, bis jetzt habe ich nichts Großes festgestellt. So Leute, ich will jetzt hier nochmal die Drohne steigen lassen für euch. Und es ist Samstagmittag jetzt fast 11 Uhr. Und ja, ich bin ja immer früh unterwegs. Warum bin ich so früh unterwegs? Ich mache die Aufnahmen für euch, spreche das Video ein, wenn ich in der Woche nichts gesammelt habe. Und natürlich wollt ihr am Samstagabend das Ding noch sehen. Und das mache ich auch gleich fertig. Ich zeige euch jetzt nochmal die Drohnenaufnahmen, ein paar Wege, die ich abgefahren bin. Tue euch ein bisschen Musik da unter, na, ihr kennt das, ne? Okay, Leute, mehr über Finnland sehen wollt, bleibt dran. Abonniert oder abonniert nicht. Macht, was ihr wollt. Auf jeden Fall unterstützt ihr mich, wenn ihr ab und zu mal reinguckt. Guckt euch mal die Links in der Videobeschreibung durch. Da habe ich euch auch ein paar gute
Sprachkurse verlinkt, die funktionieren. Und ansonsten sage ich, schönen Sonntag, schönes Wochenende. Macht's gut, meine lieben Leute. Bleibt mir gewogen. Ich wünsche euch alles Gute fürs neue Jahr. Vielleicht ein bisschen spät. Eine Woche ist ja schon rum. Aber hey, wenn ihr ganz konkret irgendwas wissen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Da antworte ich am ehesten. Und wenn ihr Videothemen habt, auch das in die Kommentare. Ich mache gerne mal ein kleines 5-Minuten-Video zu irgendeinem Thema, was euch interessiert. Ja, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Macht's gut, euer Micha. Ciao, ciao und viel Spaß mit den folgenden Bildern.